Erleuchtung. Ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, davon zu erzählen, was das genau sei. Ich habe aber Lust, eine Sichtweise auf das Thema Erleuchtung ins Spiel zu bringen, die sich auf eine Dimension richtet, die in meiner bisherigen Beschäftigung damit oft ins Hintertreffen geraten ist. Und das ist die gemeinsame Dimension, die für mich daran auftaucht, dass es überhaupt so etwas wie ein Gespräch gibt zur Frage der Erleuchtung, dass es Menschen gibt, die miteinander oder auch gegeneinander manchmal ihre Ideen und Perspektiven dazu austauschen und damit etwas herstellen, was vielleicht die Frage oder die Erleuchtung selber umgibt. So entsteht in meiner Vorstellung auch eine Art Raum um dieses Phänomen. Und wenn man das einmal wagt, unter diesem doch nicht an Strahlkraft sparenden Begriff hindurchzutauchen und sich dahinter zu finden und auf etwas anderes zu schauen. Und diese Dimension, die an diesem Umstand für mich auftaucht, dass Menschen sich dazu austauschen und Unterhaltungen dazu herstellen, ist die Dimension des Gemeinsamen, des Kollektiven oder vielleicht auch Ethischen an dem Erleuchten. Man kann dann danach fragen, welche Relevanz das vielleicht für das Miteinander haben könnte, ob Leute erleuchten oder ob sie es nicht tun. Man kann aber auch eine andere Frage stellen und das wäre die, ob es nicht auch möglich wäre, gemeinsam eine Art von Umgang zu kultivieren, der mindestens erhellend ist, also der mindestens unsere miteinander geteilte Welt ein wenig heller macht, sodass ein Kontrast klar wird. Ich glaube, dass es im Miteinander manchmal Zeiten gibt oder Zustände gibt, die unsere gemeinsam geteilte Welt sehr düster erscheinen lassen, sodass wir uns nicht richtig orientieren können, dass wir nicht wissen, wo andere sind, dass wir Angst haben, gegen irgendwas zu laufen oder uns zu verlaufen, dass wir nicht orten können, wo wir sind und wo andere sind, mit denen wir uns vielleicht verbinden möchten. Und wenn es dann, wie wenn man sich den Übergang von Nacht zu Tag einmal vorstellt, also die Dämmerung, wenn es möglich wäre, die von uns gemeinsam geteilte Existenz oder Umgebung ein bisschen zu erhellen, das, was zwischen uns ist, dann würde das vielleicht schon ausreichen, um etwas mehr zu sehen, dass ein anderer Blick auf unsere Welt miteinander freigegeben wird. Es müsste also vielleicht gar nicht so leuchtend sein, wenn wir diese gemeinsame Dimension mehr anvisieren. Es müsste nichts Spektakuläres sein, sondern es könnte auch bedeuten, auf eine bestimmte Art und Weise beweglich zu bleiben. Und dementsprechend auch im Kontakt miteinander, welche Themen auch immer, welche Inhalte, welche Qualitäten auch immer, ebenso in Bewegung zu halten, sodass nicht nur eine lineare oder eine konkrete Vorstellung eines bestimmten Weges, der da zur Erleuchtung führen soll oder könnte, das Zentrale ist, sondern die Frage, wie wir damit überhaupt umgehen. Es
führte ein bisschen weg vielleicht von dem Thema, was nicht bedeuten muss, dass nicht ein Individuum sich tiefergehend mit mit der Suche nach Erleuchtung beschäftigen kann. Ich glaube, dass es auf solchen Wegen auch möglich ist, ganz profunde und hilfreiche Blickwinkel auf das Leben einzusammeln und auch ins Spiel zu bringen. Und es kann auch etwas daran sein, das ich von hier aus überhaupt nicht sehen oder erkennen kann. Mir fällt nur auf, dass es eine Art Verkrampfen auslösen kann, fest an einer bestimmten Vorstellung von Erleuchtung zu klammern und sich zu isolieren aus der gemeinsam geteilten Welt, wenn doch genau darin vielleicht auch eine Möglichkeit liegen könnte, Erleuchtung nochmal ganz anders zu betrachten und zu denken, was nicht geringer sein muss. Das ist eine Idee, die ich aus meinem jetzigen Winkel aus beisteuern möchte.